Servus Leute, was geht und herzlich willkommen zurück einmal mehr zu einer weiteren Folge Battle News. Alles rund ums Battlefield Franchise. Starten werden wir heute natürlich mit Battlefield 2042. Es ist ja der große April-Patch ins Spiel gekommen. Über 400 Bugfixes, leichte Änderungen, Waffenbalancing-Änderungen, Aufsätze etc. Dazu hatte ich euch ja schon mal ein separates Video an den Start gebracht. Könnt ihr bei der Gelegenheit gerne vorab mal nochmal reinschauen. Aber es gibt zusätzliche weitere Informationen. Wie wird am Battlefield aktuell noch gearbeitet? Welche Spezialisten könnten zukünftig ins Spiel kommen? Wie sieht es in Richtung Season 1 aus? Worauf wir eigentlich alle mit am meisten warten, weil da würde dann auch endlich mal etwas fresher Content ins Game kommen und ja, die eine oder andere News noch mehr. All das im heutigen Video. Ich freue mich wie immer, wenn ihr mit am Start bleibt. Starten wollen wir also erstmal mit der weiteren Entwicklung von Battlefield 2042 und ganz allgemein ist mal in den Raum gestellt worden oder beziehungsweise von DICE mitgeteilt worden, dass immer noch mit Hochdruck an Battlefield gearbeitet wird, dass man mit dem ganzen Team am Start ist. Ob das alles so ist, I don't know, könnt ihr gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Ich weiß es nicht, ich würde es mir wünschen, dass es so ist, weil DICE muss seinen Ruf, dass es eben noch gute Spiele entwickeln kann, irgendwie retten und die Community würde ein bisschen einfangen und deswegen kann man aus meiner Sicht auch Battlefield 2042 nicht einfach nur abfallen lassen, weil das wäre dann mit Sicherheit das absolut falsche Signal, insbesondere nach dem Content Cut bei Battlefield 5. Also hoffen wir mal, dass es weitergeht. Ich bin mir auch fast sicher, dass zumindest diese ersten 4 Seasons kommen, weil den Battle Pass dazu haben sie ja mitverkauft und in diesem Kontext kam unter anderem ein Thema auf zu den zukünftigen Spezialisten, die dann da auch weiterhin ins Spiel kommen sollen. Das heißt zunächst mal natürlich, es werden Spezialisten im Spiel bleiben, also vielleicht werden sie irgendwann nochmal in Assault, Recon, keine Ahnung was Kategorien geclustert, aber sie werden auf jeden Fall im Spiel bleiben, zumindest für Battlefield 2042, ob darüber hinaus sich noch was tun wird, werden wir sehen. Es soll aber pro Season auf jeden Fall ein Spezialist ins Game kommen. Dazu gibt es auch schon ja das ein oder andere Gerücht bzw. der ein oder andere Name wurde hier schon aus den Data-Files, also Data Miner, ihr kennt ihn, Temporal, der uns immer mal wieder mit interessanten Zwischeninfos und Daten versorgt. Da werden wir im späteren Verlauf auch nochmal drauf zu sprechen kommen, wenn es nämlich um die Season 1 geht. Und da wurden 3 Spezialisten-Namen zumindest mal genannt. Wissen wir nicht, ob das schon die finalen Namen sind oder vielleicht auch erstmal Projektnamen. Es handelt sich in jedem Fall um Hale und einen Operator namens Liz oder eine Operatorin. Liz Crawford wäre der dritte im Bunde und zumindest zu Hale haben wir schon das eine oder andere Bild gesehen. Da sieht man jetzt nicht wirklich viel, der sieht halt aus wie so ein Super Rambo, also keine Ahnung, der wird wohl mit ordentlich Waffenpower da ins Geschehen eingreifen. Viel mehr werden wir dann hoffentlich zur Season 1 sehen, wenn sie denn kommt. Und das ist an und für sich auch ein gutes Stichwort, denn Season 1, wir wissen ja immer noch nicht, wann es kommen wird. Es gibt ja nach wie vor nur die Info, dass es im Sommer kommen wird. Jetzt ist aber so, dass auch wieder in den Datamines eben weiter analysiert wurde und es wird so ein bisschen in Abhängigkeit gestellt zu den Pre-Seasons beziehungsweise auch zu den wöchentlichen Missionen der Pre-Seasons und wenn man dann zurückrechnet, dann könnte man auf ein Wunschdatum eben kommen, wann das Ganze dann doch mal losgehen sollte. Und zwar soll es sich eben nur noch um 8 wöchentliche Herausforderungen im Rahmen der Pre-Season handeln und 8 Wochen nur, sind natürlich 2 Monate und damit wäre ein potenzieller Starttermin auf den 16. Juni 2022. Also das vielleicht dann schon nochmal vormerken und ja, es gibt auch auf jeden Fall schon den einen oder anderen lässigen Skin, natürlich für unseren Lieblingsspezialisten Boris, haue ich euch an der Stelle mal ein Beispiel ran, also da muss er aber dann schon auch mit der Harley um die Ecke kommen, lässig, Sonnenbrille, fetter Beard am Start, also so schlecht sieht es nicht aus, sind nur Skins. Wir brauchen auf jeden Fall in dieser Season ordentlich spielbare Karten, ein Rework der bestehenden Karten. Auch dazu hatten wir schon mal diskutiert, findet ihr auch in dem vorangegangenen Video. Und dann werden wir vielleicht irgendwann auch nochmal glücklich. So, und als letzter Punkt für das heutige Video gibt es ja noch den Mai-Upgrade bzw. Update oder den nächsten Patch, der im Mai kommen wird. Da wird es auch wieder einiges an Fixes geben. Unter anderem nehmen sie sich nochmal dem Loadout-Bug
vor, beziehungsweise sollten sie auch machen, weil wer kennt's nicht, 100 Mal die Loadouts für alles mögliche, Fahrzeuge und so weiter eingestellt und zack, irgendwann alles wieder auf 0 gesetzt, macht gar keinen Bock, also das wird auf jeden Fall im Mai-Patch dann soweit sein. Zudem gibt es noch einige weitere Änderungen bzw. Optimierungen, die auf die Soldatenanimation in First Person als auch Third Person Perspektive sein wird. Die HDR-Option für PS5-Nutzer, die sollte im Spiel eigentlich gar nicht sichtbar sein, da automatisch aktiviert, aber das wird jetzt auch nochmal in den Menüpunkten mit aufgenommen. Es wird zudem im Mai-Update dann ein Fehler behoben mit der SWS 10 Fast Strike Skin, also den erst kürzlich gegrindeten Skin, ja, mit dem man dann ein Flackern im Zoom hat. Also Skin rein, Bug rein, perfekt, also können wir nicht usen, aber bis dahin, es soll es auf jeden Fall mal gefixt sein. Es soll auch nochmal am Auto-Aim und ja, Verbesserung des Auto-Aims für die Konsolenspieler vorgenommen werden. I don't know what that means, um ehrlich zu sein. Ich hoffe, ja, dass sie Snap-Aim und solche Geschichten draußen lassen, weil das hat wirklich auch auf Konsole einfach nicht zu suchen. Klar, so einen gewissen Aim Assist, aka bisschen das Ziel verlangsamen, das ist auf Konsole, auf Controller schon irgendwie legitim, auch aus meiner Sicht. Das darf gerne konstant gemacht oder gepatcht werden, aber bitte nicht mehr an der Stelle. Also, auch nochmal der MC5 Bolt, der ist ja noch nicht in der Kategorie verschoben, das soll auch nochmal angepasst werden. Des Weiteren soll noch, ja, die nicht ganz beliebten C5-Drohnen untersucht werden, ob man da nicht, ja, ein bisschen was drehen kann, weil das macht es natürlich den Tankfahrern derzeit absolut schwer, weil die siehst du nicht wirklich kommen, diese Drohne. Und die kann man ja so viel mit C5, ich sag immer wieder C4, ich weiß nicht, warum das C5 heißen muss, wegen ein paar Jahren später, wird man natürlich relativ schnell und gut, ohne dass man es checkt, als Panzerfahrer dann auch weggesnackt. Also da bin ich mal gespannt, was da an den Start kommt. Zusätzlich natürlich noch einiges mehr an kleinen und leichten Verbesserungen und insbesondere unsichtbare oder auf dem Kopf stehende Soldaten sollen dann auch endlich gefixt werden und nicht mehr im Spiel auftauchen. Wir sind sehr, sehr gespannt. Also es ist auf jeden Fall jede Menge Bewegung aktuell in Battlefield 2042. Wir können nur hoffen, auch so in Summe für das Franchise, dass sie es jetzt endlich mal kapiert haben und hier was rein investieren in das Spiel. Und da ist es für mich auch unabhängig, ob das jetzt 1000 Spieler spielen oder also aktiv spielen. Das ist aus meiner Sicht komplett egal, weil das Geld haben sie sich davor schon abgeholt. Also sollen sie ein fertiges Spiel machen. Am Ende kommen dann auch wieder Spieler zurück, auch wenn es ein bisschen dauert. BF5 hat auch keiner mehr gespielt. Jetzt haben sie auch wieder auf Steam an die 20.000 im Durchschnitt. Also wird wesentlich aktiver, schon aktiver gespielt als früher gefühlt. Also why not? Es ist auf jeden Fall wert und da sind sie aus meiner Sicht auch in der Pflicht, weil wenn sie es nicht machen, wer soll denn dann noch einen Folgeteil kaufen? Das ist zumindest meine Meinung. Jetzt ist eure Meinung wie immer wichtig. Packt es mir an der Stelle sehr gerne in die Kommentare. Und damit wollen wir es für heute auch belassen und nicht unnötig in die Länge ziehen, meine Freunde. Wir hören und sehen uns auf jeden Fall zum nächsten Video bzw. zum nächsten Livestream. As always, haltet die Ohren steif und bis dann, euer A-Team.